Lise Dötli hat allen Grund zum Strahlen. Sie erwartet ihr erstes Kind. Seit sie schwanger ist, bewegt sie sich noch viel bewusster als vorher. Motiviert wird sie dabei vom Schweizer Luftküsse-Schuh Kibut. Auf jeden Fall ist es einfach sehr bequem. Man spürt kaum den harten Boden. Es ist wie Schweben. Es ist wie einfach sich sehr bequem auf Wolken zu bewegen. Lise Dötli schwebt also nicht nur gefühlsmäßig auf Wolke 7, sondern auch beim Gang über den harten Boden zum Frauenarzt. Abgesehen von den ersten 3 Monaten und die normalen Beschwerden, die gibt, geht es sehr, sehr gut. Ich bin sehr happy. Das nicht zuletzt dank ihrem ständigen Begleiter an ihren Füßen. Was ich sicher spüre, ist einfach, dass es gedämpft ist. Es ist wirklich so, mit der Schwangerschaft hat man das Gefühl, dass alles sehr weich wird und ausgedehnt. Und der Kibut bietet wirklich die Dämpfung von dem Impact vom Laufen oder vom Stehen. Ich habe nie geschwollene Beine oder Füße. Ich fühle mich fit. Diese Erfahrung hat auch der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, der Dr. Josef Lingenhöhle, bei verschiedenen Patientinnen gemacht. Es ist wirklich die, kann man sagen, Entlastung und die physiologische Beanspruchung von Fuß, wo das ganze Zusammenspiel ist. Man kann sagen, man steht anders, man hat auch dadurch andere Impulse, das weiss man heute auf die entsprechenden Rezeptoren. Und da geht die Forschung noch weiter, aber man spürt einfach selber, die Erfahrung machen können, wie positiv das ist. Man kann auch sagen, man ist weniger müde, es tut wirklich Gelenke entlasten. Dank dem macht die Bewegung im Kibut gerade auch in der Schwangerschaft mehr Freude. Und das ist wichtig, denn Bewegung tut die Schwangeren besonders gut. Man weiss, man bewegt sich heute zu wenig. Und auch in der Schwangerschaft sollen sich Frauen in dem Sinne nicht schonen, was Bewegung betrifft. Dort muss man reduzieren, was die Lasten angeht, also dass man keine schweren Lasten mehr hebt. Aber Bewegung unbedingt. Das ist eine gute Sache, hilft auch. Und dort müssen sie sich nicht zurücknehmen. Das macht Lise Dötli auch nicht. Sie bewegt sich so oft und so viel wie nur möglich im Luftküsse-Schuh. Ich merke, ich kann sehr gut lang laufen. Ich bin in Paris gewesen und mit Kibut war kein Problem, 4 bis 5 Stunden am Tag die Stadt zu besichtigen. Das war sehr angenehm. Aber vor 2 Wochen bin ich in den Wallis gewesen und das war sehr schwierig. Ich habe normale Trekkingschuhe mitgenommen und nach einer Stunde habe ich wirklich Schmerzen am Kreuz gespürt, in den Rücken, in den Fersen und da habe ich gedacht, nie wieder ohne Kibut. So einfach eine lange Spaziergang oder Reise, ja.